What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On February 6th, 2016, KuchenTV, or Cake TV, who used to mock the haters, also visited Rainer at home to make fun of him. Most of the haters were not particularly pleased by this visit and would make KuchenTV the target of their ridicule for some time. Through this event, KuchenTV's mostly young audience became aware of the Dragon game. Since then, haters who stand out for their infantile behavior are often referred to as Kuchenkinder or cake children. When Rainer was streaming that day, he read out his receipt from Rewe, a German grocery store chain. Then, disappointed, he tore up an autograph card from the German YouTuber MasterJam. On February 7th, a hater wearing armor visited the Drachenschanze to challenge Rainer to a fight. On February 8th, the video, Dragon Monday, episode 16, Regulated Process, was released. In it, Rainer tells how much effort he puts into his videos and once again announces the format 4 Dragons. On February 9th, Rainer presented his streaming schedule in a vlog. On February 10th, the video, Dragonlord, episode 13, Matrix Lord, was released, in which Rainer, as usual, mainly responds to hate comments. On that day, Rainer also streamed with a Shisha on YouNow. Der Hartz IV Lord. Was laberst du, Alter? Ich heiß nicht Lord, ich heiß Drache. Oder Drachen. Er ist Schichtarbeiter, leck mich am Arsch. Ich bin YouTuber, ich bin Internet, ich bin Entertainer, ich bin, ich bin kein Schichtarbeiter, du Arschloch, Alter. Ich bin, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich bin ein Unterhalter. Du bist einfach nur fett. Ja, das bin ich auch. Das kommt noch dazu. On February 12th, Rainer revealed in the stream that he doesn't do anything with his friends anymore because of the haters. On February 14th, there was a conversation between KuchenTV and Gunduldingen. He criticized KuchenTV from the point of view of a person who has been in a Dragon game for a long time. Es geht diesen ganzen Schwall an kleinen Kuchenkindern, die uns hier ins Game gespült werden. Das ist mal der erste Punkt. Und zweitens, dass das wohl seit 4 Monaten dabei bin, dass das die rückgratloseste und eierloseste Aktion ist, die ich im Game je gesehen habe. Das ist euch schon bewusst, oder? Unser Besuch jetzt, oder was? Ja, euer Besuch. Weil wir im Auto geblieben sind, oder? Weil ihr vom Auto heraus Rainer provoziert habt und als er drohte näher zu kommen, hast du dann schön die Scheibe hochgekurbelt und als er gehen wollte, habt ihr ihn verfolgt, aber seid nie aus dem Auto rausgestiegen. Ich meine, was seid ihr für rückgratlose kleine Luschen? Und vorhin hast du noch die Frechheit, du hast die Frechheit, Kasperle zu schreiben, wenn ihr Eier habt, kommt ihr. Jetzt sage ich dir mal eins, wenn du Eier hast, nimm Wohlstandsmüll, von mir auch aus Zarbex, und komm zu mir und mach das mit mir. Mach das mit mir, wenn ihr Eier habt, ihr kleinen Hosenscheißer. Mach das mit mir. Ich laufe nicht davon wie Rainer. Und so eine Scheibe, die habe ich mal schnell durch. Also so eine rückgratlose Scheiße, habe ich echt noch nie gesehen. Und das nur für Klicks und nochmal Klicks. Und du hast noch wirklich die Frechheit, ein Video über Drachenlord-Hater zu machen und zu behaupten, dass wir oder die meisten von uns wahrscheinlich selber nichts erreicht haben und wahrscheinlich selber etwa so aussehen wie oder noch schlimmer, um dann genau das zu machen. War das das Ziel? War das dein Ziel, zu sagen, hey Rainer, lass reden, war scheiße, war unnötig, wir lassen dich in Ruhe, wir gehen jetzt getrennte Wege, Handshake, fertig. War das das Ziel, ja oder nein, oder war es das Ziel, ihn bis aufs Blut zu provozieren? Ja, nee, dann schon eher provozieren. Ja, also, dann eier doch hier nicht so rum. Meine Fresse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch jetzt noch gegen Real-Life-Aktionen, jetzt noch gegen Leaks und
Ich finde das scheiße, was mit deiner Freundin gerade gemacht wird, muss ich ehrlich sagen. Aber Schuld dran, was der jetzt widerfährt, das bist du. Das bist du. Und was ist jetzt die Konsequenz daraus? Wir kriegen ein bisschen Hate ab. Meine Freundin wurde geleakt und ja. Nein, nicht die Konsequenzen aus der Tat, die Konsequenzen, die ihr für euch zieht. Und ja, dass wir solche Aktionen wahrscheinlich nicht mehr machen werden. Ja, niemand in der DL-Community will dich oder einer deiner Wichskinder in unserer Community haben. Punkt. Und einige lassen euch das so spüren, dass sie jetzt irgendwie den Eltern, der Schule, dem Sportclub deiner Freundin jetzt Nachrichten schreiben. Und das ist beschissen. Und der Einzige, wirklich der Einzige, der dafür jetzt gerade stehen muss, das ist nicht Rainer, das bin nicht ich, das sind nicht die Hater, das bist du, Kamerad. Du wusstest haargenau, was du damit anrichtest. Und wenn du ein Mann bist... Nee, wusste ich ja nicht, damit hätte ich nicht Doch, das gerechnet. wusstest du nicht. Doch. Ach komm, natürlich Ja, wusstest du es nicht. Dann hätte ich das doch nicht gemacht. Dann hätte ich zumindest meine Freundin da rausgehalten und ihr gesagt, poste nichts, die gehen dann voll auf uns los, das willst du nicht. As a result, KuchenTV finally withdrew from the Dragon game with a final tweet. On February 15th, Dragon Monday, episode 17, Serioase, yes, intentionally misspelled, was released. In the video, Rainer offers viewers to support him with donations as he needs money for a new PC. In the stream on YouNow, Rainer claimed to have threatened haters with a toy gun. Wie die gerannt sind, ey. Nicht schlecht. Wo ist er hin? Ach, ich habe nur den Hatern ein bisschen Angst gemacht. Die sind geflitzt. Ich habe eine IQ von ungefähr 90. Und du laberst so einen Scheiß nach den IQ von 3. On February 16th, the long-awaited video for Dragon Episode 1, Season 1, Shouldn't You Work, finally appeared. On February 17th, Rainer uploaded the video Top 5, Episode 5, Found Footage, Movies and Opinion. On that day, he also had another tantrum in the YouNow stream. Ey, ich schwöre, wenn es sich nicht ändert, ne? Ich mache mehrere Videos auf YouTube und rage über diese Seite ab. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Es kann nicht wahr sein, dass es jedes Mal so ist, dass ich rausfliege, wenn der High Level an ist, oder dass irgendeine Scheiße passiert. Ich meine mal ernsthaft, ich bin auf der Seite Ihr Partner, ich bringe euch Kohle ein. Also schaut, dass ihr diese Scheiße zum Laufen bringt. Es gibt nur noch Beef auf der Seite. Seid ihr alles schwanzlose Arschlöcher oder was ist hier los, Alter? Ich meine, es kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das für eine Scheiße schon wieder? Kriegt der Moderator jetzt meinen Arsch hoch oder nicht? Moderator, ich will eine Antwort. Aber sofort. On February 18th, Rainer proudly presented a new Shisha in the stream. On the 19th of February, Rainer was in Nuremberg in the evening, supposedly to visit friends. He streamed himself while walking through the city. He also documented his trip to Nuremberg in a vlog, which was used by haters to try to reconstruct the path he had taken. He is also said to have visited the Matrix Club in Nuremberg, where this photo was taken with the singer of Eisbrecher. When Rainer streamed on February 20th, he claimed to have a girlfriend and that she was playing Game Boy in the other room. Also on February 21st, he talked about his girlfriend in the stream again and claimed on Instagram that she had photographed him while sleeping. On February 23rd, Rainer declared in a short video to be sick. On the 25th of February, he then showed himself still visibly sick in the stream. On February 29th, Dragon Monday, episode 19, was released. Otherwise, nothing special happened on this day. Despite the announcements of the haters on March 1st, Rainer was already back in the stream.
On March 2nd, the video My Top 10 Movies of 2016 appeared, in which Rainer thanked Stan Lee in English for his life's work. Vielen, vielen Dank, Stan Lee. Thanks, man, for best time of my life. When Rainer streamed that day, he made negative comments about marijuana and alcohol consumers. Was denkst du übers Kiffen? Ich denke, dass es eine absolute Assi-Aktion ist und dass man so einen Scheiß nicht macht und dass jeder, der sowas macht, einfach nur eine feige Drecksau ist, der sich aus dem eigentlichen Leben stehlen will und da seine Probleme nur an irgendwelche Drogen abgeben will. Das denke ich von Kiffen. Also ich bin jetzt kein Heuchler oder so, ich trinke auch mal ab und zu ein Bier oder sowas, aber ich besauf mich nicht sinnlos. Weil sowas wie sinnlos besaufen, das ist das, was die Hater den ganzen Tag machen. Ja, hocken zu Hause auf ihrer Hard-Sex-Couch, ja. Hartz IV reicht da schon einmal. Hocken auf ihrer Hard-Sex-Couch, beziehungsweise Hard-Sex-loser Couch. Und, ja. Saufen sich den ganzen Tag die Hucke voll und dann kommen sie hier rein und beleidigen Menschen, die mehr wert sind als sie. He also claimed to know his girlfriend from when he was still doing martial arts. Then he declared to be open to a threesome with 2 women. Also ich hätte kein Problem damit, einen Dreier mit meiner Freundin und noch ein Mädchen zu machen. Ich will nicht wissen, was meine Freundin mit der da dann anstellt. Willst du 2 Frauen überhaupt schaffen? Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung, was ich alles kann? Ich bin ein sehr potenter Mensch. Ein sehr potenter Mann. Hengst ist da schon untertrieben. On March 4th, the video Questions in Nuremberg #AskDragon appeared. A visit video also exists from that day, in which Rainer throws a stick and threatens people with a toy gun. On March 5th, Headbanging and Genres was released. In the video, Rainer explains that headbanging is an art form to him. On March 6th, Rainer streamed wearing a new sweater with the inscription "I'm standing here like God created me, only fatter." Suddenly, he claimed to have no girlfriend again and stated that he wanted to confuse the haters with contradictions. Die Hater wollen schon lange rausfinden, wer meine Freundin ist. Ich verrate euch jetzt, wer meine Freundin ist. Ich hab gar keine. Aber nicht weiter sagen. On March 7th, the video Dragon Monday, episode 20, 18,000 subscribers, was released. In it, Rainer decides to shoot his videos sitting down in the future. In the stream, Rainer told that it took him 4 attempts to pass his driver's license test. Rache, ich habe leider meine Führerschein für den TÜV, meine TÜV-Prüfung für den Führerschein nicht bestanden. Also der Führerscheinprüfung. Ach, mach da nichts draus. Ich bin auch 3-mal durchgefahren, bis ich das erste Mal, bis ich meinen Schein dann wirklich hatte. Und ich bin ziemlich blöd sogar durchgefahren teilweise. Und heute kann ich super Auto fahren, so. Then, on March 8th, it was also over with Rainer's newest sweetheart. On the 9th of March, Rainer created a group on Steam. While streaming on YouNow, Rainer declared that he would have over 100,000 subscribers by the end of 2016, according to his calculations. Am Ende von 2016 hat Rache 100.000 laut seiner Rechnung. Wenn die Rechnung so weiterhin geht, ja, dann habe ich sogar mehr als 100.000. Rechne bitte mal vor. Na dann rechne mal. In der Woche 500 Abos. Jede Woche 500 Abos. Rechne das mal auf 365 Tage im Jahr hoch. Du kannst sagen, wenn man 500 Abos hat, kann man sagen, man hat ungefähr 100 Abos am Tag. In 5 Tagen. Und 7 Tage hat die Woche. Rechne es dir auf 365 Tage aus, dann weißt du es. Entweder habe ich jetzt einen Rechenfehler drin oder du. Also mal musst du mit einberechnen, dass ich schon 15.000 Anfang des Jahres hatte. Und da musst du mit einberechnen, dass es ja jeden Monat mehr werden. Oder besser gesagt, dass es im Laufe der nächsten Monate mehr werden, umso mehr Abos man hat. Umso schneller geht das Ganze ja.
However, assuming 15,000 subscribers at the beginning of the year and an increase of 500 subscribers a week, he would only reach about 41,000 subscribers towards the end of the year. On March 10th, Rainer reported in the video, fresh back from the sauna, to have finally received the application form for fiber optic internet. On March 11th, Rainer was posing with a toy gun and a knife in the stream. There was also talk again of a girlfriend. On the 12th of March, the video, buying new headphones, appeared. In it, Rainer films himself taking the train to Neustadt to buy headphones. On March 13th, Rainer received a phone call during the stream. Ich bin gerade mitten im Stream. Ah ja, und hätte ich das auch erfahren können, dass ihr kommt? Dann hätte ich vielleicht aufgepasst. On the 15th of March, Rainer again declared in the stream that he no longer had a girlfriend, but could not give a reason for the breakup, and then claimed that the relationship had already lasted several years. Aktuell habe ich gar keine Freundin. Ist jetzt keine Freundin mehr. So halt. War nur eine absehbare Zeit, bis es da zu Bruch geht. Hat schon seit Monaten gekriselt. Lügenlord! Du hast immer begriffen, dass ich nicht mehr Lord heiße, du Pfosten. Das scheint dir ja nicht sehr nahe zu gehen. Wie ich schon gesagt habe, das ist schon seit Monaten, es hat schon seit Monaten gekriselt. Und wir sind auch nicht im Streit auseinander, also von daher. Nein, wart ihr zusammen? 5 Jahre? Glaube ich. Wartet mal. Im April werden es 5 Jahre geworden. Ja, wir waren halt innerhalb der 5 Jahre nicht immer zusammen, muss man auch dazu sagen. Ne? Wir waren immer mal zwischenzeitlich immer wieder auseinander, wieder zusammen, wieder mal zusammen, wieder zusammen, mal wieder auseinander, wieder zusammen. Leute, ihr müsst euch eine Sache merken im Internet, ja? Wenn ihr im Internet bestehen wollt, vor allem auf so Plattformen wie YouNow, YouTube, Twitter, Twitch, Hitbox und alles, ja? Vor allem auf die Stream-Plattformen und auf die Videoplattformen, schmeißt so viele Lügen in die Kiste, ja? Also in die Internetkiste, schmeißt so viele Lügen rein, wie es geht. Wenn ihr nämlich dann irgendwann einmal eine Real Story habt, ja? Die reinkommt, dann kann man nie wissen, ist es echt oder ist es fake. Sowas nennt man auch Psychospielchen. On March 18th, Rainer listened to music from the Smurfs and described it as a predecessor of Nightcore. Rainer also streamed again on the 19th of March. Werdet mal erwachsen, ey. Wir sind doch nicht mehr im 30. Jahrhundert, ey. Was, Drache, wir sind erst im 21. Jahrhundert. Halt doch die Fresse, du hast nicht begriffen, auf was ich hinausgewollt habe. Das war Sarkasmus, aber naja. Ich weiß schon, dass die Hater zu dumm sind, um Sarkasmus zu begreifen, ist mir schon klar. Morgen hast du starke Bild- und Tonlatenz. Und was soll das genau heißen? Later, Rainer presented his flute. On this day also appeared another video for a change. In it, Rainer claims that it had been decided by now that he would move away. Mainly for work-related reasons, he was planning to move to a bigger city with better internet. At this time, Rainer also tried to set up a forum once again. However, as with the last attempt, the forum was overrun by trolls and flooded with DDoS attacks, so that it had to be closed again after a few days. Now, KuchenTV also felt the so-called Kot-Midas effect, Kot being the German word for shit or feces. This is the opposite of the Midas touch, where anyone and anything someone interacts or comes in contact with deteriorates and has its value diminished. Rainer had created a following that harassed and attacked not only him, but also all those who came into contact with him.